Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im El Paraíso Verde in Paraguay. Mein Name ist Peter Brandt aus Deutschland bzw. aus Worpswede. Ich lebe jetzt hier, bin ehemals der Kameramann von Bewusst TV gewesen. Viele Jahre habe ich dort die Hintergrundarbeit gemacht und habe auch die kritischen Fragen begleitet, habe geschaut, was ist eigentlich wirklich los in der Welt. Und ich bin ein Mensch, der sich sehr nach einer heilen Welt sehnt, die ich hier endlich gefunden habe. Heute lebe ich seit kurzer Zeit hier in diesem El Paraíso Verde und ich finde es mega. Es ist ein wunderschönes Projekt. Ich habe heute die beiden Betreiber und Gründer dieses Projektes eingeladen, mit mir ein Interview zu führen. Herzlich willkommen, Silvia und Erwin Annauer. Hallo Peter. Danke. Meine Frage wäre jetzt als allererstes zum Verständnis für alle Zuschauer: Wer sind wir denn eigentlich? Darf ich dir das Wort übergeben? Sehr gerne. Ja, eigentlich sind wir eine Gemeinschaft von Menschen, die sich auf der Herzensebene begegnet. Im Grunde wollen wir alle so leben. Auf der ganzen Welt will jeder in einer Gemeinschaft leben von Menschen, die aufeinander zugeht, wo man weiß, egal wer mir in der Dunkelheit begegnet, der ist mir gut. Oder sie ist mir gut. Wenn es finster ist, sieht man gar nichts. Wir haben fast keine Straßenbeleuchtung. Wir haben den wunderschönen Sternenhimmel und trotzdem weiß man, wenn einer entgegenkommt, es ist jemand, der mir wohlgesonnen ist. Und das war eigentlich unser Aufhänger. Also ein sicheres Zuhause. Ein sicheres Zuhause, wie eigentlich jeder leben möchte. Mit Menschen, die, ja. Ich glaube, auf der spirituellen Ebene, bevor wir dann ins Banal 3D hineingehen, auf der spirituellen Ebene war das Ziel immer, eine Gemeinschaft zu machen, wo die Menschen mit unterschiedlichsten Lebensanschauungen, unterschiedlichsten Religionen und Weltsichten miteinander leben können und jeder die Meinung des anderen respektiert, obwohl er seine Meinung trotzdem behält. Weil sehr viele Gemeinschaften haben ein Credo, einen Glauben, eine Philosophie und die musst du leben und wenn du die nicht lebst, gehörst du nicht dazu. Bei uns ist das der einzige Konsens, den wir untereinander haben, ist der Dissens. Das heißt, wir akzeptieren, dass wir verschiedene Meinungen haben und die leben wir auch, weil ich glaube auch, jede Art von Wissenschaft und jede Art von persönlichem Wachstum ist nur in einem Klima von Dissens möglich. Wenn alle dasselbe Horn tönen, kann kein Mensch was lernen. Aber wenn mir jemand einmal sagt, naja, vielleicht ist da alles ganz anders, ne? Wirst du jetzt auf die Erde gezogen von der Erdanziehung oder wirst du auf die Erde gedrückt? Das sind zwei verschiedene Konzepte und ohne das Konzept des Ethos könnte man wahrscheinlich keine UFOs bauen. Wahrscheinlich, nehme ich an. Also das heißt, kann eine Gemeinschaft leben, obwohl sie untereinander die unterschiedlichsten Ansichten hat, können die zusammenleben. Und dieses Experiment, das ist schon der erste Riesenerfolg nach 7 Jahren Bauarbeiten, 8 Jahren ist das ganze Projekt alt. Das ist einmal der größte Erfolg, der eigentliche Erfolg, den wir schon haben und das ist erledigt. Das ist dann erledigt. Wir haben bewiesen, wir können eine Gemeinschaft mit ca. 240 Menschen hier haben. Da gibt es Flacherdler, Runderdler, Toruserdler, Hohlerdler, keine Ahnung. Da gibt es Menschen Leute, die glauben an vergangene Leben, andere tun das nicht. Da gibt es Christen, da gibt es Freidenker, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Menschen und die leben hier wie eine Familie. Wir sind über diese 8 Jahre, die ja sehr schwierig waren, also kein Projekt überlebt normalerweise oder kaum ein Projekt überlebt 8 Jahre. Sind wir zusammengewachsen als Familie, obwohl wir die verschiedensten Ansichten haben. Und ich finde, das ist ja schon alleine, wenn man jetzt zurückblickt, obwohl vieles, sehr vieles anders gelaufen ist, als wir dachten. Und wahrscheinlich hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, wir hätten das Projekt sicher nicht gemacht. Also ganz ehrlich, das hält kein Mensch aus. Aber wir haben das durchgestanden und wir können aber sagen, der Urgrund, warum wir es gemacht haben, nämlich die spirituelle Gemeinschaft auf der Basis der Herzensebene, aber die sich selbst reguliert auf der Basis der Vernunft, einfach des Naturgesetzes, des Naturrechts, das ist gelungen und deswegen können wir jetzt in eine mega Zukunft schauen, glaube ich. Ja, aber das ist was eigentlich da noch dazu gehört, ist, dass ja jeder sich weiterentwickeln möchte, wachsen möchte, geistig, spirituell wachsen möchte, jeder auf seine Art und Weise. Und das ist hier möglich. Und das ist auch gewünscht, dass jeder auf seine Art und Weise sein eigenes göttliches Selbst, oder es gibt ja verschiedene Bezeichnungen, auch dann hier finden kann. Hat ja auch jeder einen anderen Anspruch, wie das auszusehen so hat, auf jeden Fall. Genau. Ich finde es natürlich sehr schön, dass wir hier die Gelegenheit haben, überhaupt in dieser Ruhe und in dieser Entspannung druckfrei
in diesen Prozess gehen zu können, das hat mich sehr gefreut, das hier zu erleben, denn in Deutschland hast du die Gelegenheit ja gar nicht mehr. In der Regel hängen die Menschen in ihrem Hamsterrad und sind damit beschäftigt, von morgens bis abends das Geld zu verdienen, was sie abends brauchen. Und dann am nächsten Morgen geht es wieder los. Es ist ja kaum noch Zeit da. Die Steuern sind ja so exorbitant hoch, dass es eigentlich nur noch ein Run ist, um zu überleben, den ich hier jetzt in der Form aber so gar nicht sehe. Und insofern bin ich so total froh, auch euch dieses Projekt hier vorstellen zu können. Denn hier können wir das ausleben und das leben, was wir uns vorstellen. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Ich fühle mich behütet auf der ersten Seite, weil wir haben eine gated Community. Es ist also alles auch komplett bewacht. Hier laufen die kleinen Kinder barfuß rum, spielen und können sich komplett austoben. Hier gibt es Seminare, hier gibt es Schulungen, hier gibt es Kreise, wo Spielekreise sind oder Nähkurse, sich Menschen zusammentun, neue Freundeskreise bilden und einfach genau das gelebt werden kann, was zu Hause teilweise heute in Europa schon ganz schwierig geworden ist. Aber jetzt mal eben zur Entwicklungsgeschichte. Ich meine, so ein Projekt wie jedes andere Projekt durchläuft ja immer diese klassischen 4 Stadien. Am Anfang wirst du belächelt, dann wirst du beobachtet, dann wirst du bekämpft, dann wirst du kopiert. Ja, und alles im Prinzip habt ihr ja mehr oder weniger, wie ich das beobachte, schon auch in dieser Reihenfolge erlebt. Es gab also auch in der Vergangenheit große Hürden, große Herausforderungen, Naturgewalten, die hier geherrscht haben, die auch gemeistert wurden, interne Konflikte, wo natürlich Menschen ja auch Menschen sind und da dann auch wieder Reibereien kommen. Also ich meine, das ist ganz klar geregelt. Wir haben ein Kondominium, um die Grundlage zu gewährleisten, dass sich jeder in Frieden und Freiheit entwickeln kann. Erzählt doch mal bitte ein bisschen was aus diesem Kondominium, die Eckdaten. Wie kann ich mir das vorstellen? Die Eckdaten sind unsere Lebensprinzipien. Die haben wir schon seit vielen Jahren auf der Webseite, wo im Prinzip das Leben, wir sind einander gut, wir begegnen einander mit Respekt, wir streuen keine Gerüchte, sondern wir reden miteinander und nicht übereinander. Wir sprechen die Dinge direkt an. Ja, das ist eben, wenn man das dann lebt, nicht für jeden so einfach, weil wir zwei sind sehr direkt. Jeder weiß, woran er mit uns ist und das finde ich auch notwendig. Wir sollten alle genauso sein. Es ist ja auch eine Umstellung. Das heißt, es ist eine Umstellung, weil wir das in unserer Gesellschaft gar nicht gewohnt sind, so zu agieren. Und die meisten unserer Siedler haben das eigentlich doch dann assimiliert, dieses Direkte, weil man weiß, man kann mit uns jederzeit über alles reden. Aber was ist jetzt mega, was kommt in der Zukunft? Wir wollen uns ja aus diesem Verwalten dieser Gemeinschaft ja zurückziehen, weil wir sind die Gründer und wir sind jetzt gerade dabei und deswegen auch gut, dass wir jetzt sprechen, weil jetzt ist der Beginn einer schrittweisen Übertragung der Agenda, die das Leben betrifft, an die Siedler. Die Leute, die es betrifft, sind nicht jetzt die Gründer. Wir sind hier weder King noch Queen, das sind wir überhaupt nicht, das wollen wir auch gar nicht sein, das war auch nie die Absicht, sondern wir werden uns zurückziehen und zum Beispiel in diesem neuen Kondominium keine Funktion mehr übernehmen. Das sollen die Siedler machen. Die Siedler sollen lernen, sich selbst zu verwalten. Das ist aber gar nicht so einfach. Also ich rechne von 3 Jahren, weil das ist ein Lernprozess. Und wer glaubt, hier aus Deutschland oder aus Europa zu kommen und hier zu wissen, wie der Hase läuft, der fällt auf die Schnauze. Das ist ein Land, wo es viele, so wie in jedem Land wahrscheinlich, Fußangeln gibt und viele Dinge, die, wenn man sie nicht weiß, man sehr viel Lehrgeld bezahlt, wie wir bezahlt haben. Also wir haben alle diese Dinge überwunden, das ist alles vorbei. Wir sind seit nunmehr 7, 8 Monaten komplett stabil, es geht uns komplett gut, es ist alles geht in die richtige Richtung, es kommen neue Investoren, es kommen auch neue Grundstückseigentümer. Wir können heute sagen, mit Fug und Recht, innerhalb der nächsten 3 Jahre wird dieses Projekt so realisiert, dass alles, was in den vergangenen Jahren war, bereinigt ist und innerhalb von 5 bis 7 Jahren ist das Projekt so realisiert, wie es am Plan ist. So wie ihr den Plan gesehen habt, wird 5 bis 7 Jahre noch dauern. Dann haben wir das Elbpark Isoverde fertig geschaffen. Das ist jetzt unsere Aufgabe, während wir in dieser Zeit die Siedler dazu bringen möchten, mitzubestimmen. Also ihr seid eingeladen zu kommen und mitzubestimmen. Hier wollen wir ja, dass ihr hierher kommt und mitredet. Klasse. Ich sehe ja schon, was in dieser ganzen Zeit entstanden ist und ich bin sehr begeistert darüber. Das ist eigentlich eine Mammutaufgabe gewesen. Ja, also
alleine aus der Beobachtung heraus sehe ich schon, dass das eine Mammutaufgabe war. Und deshalb auch nochmal hier mein größter Respekt. Es ist jedes Projekt ja im Werden, im Blühen. Man hat dann kleine Schwierigkeiten, dann Einschläge von außen, von innen. Es ist ganz normal. Ganz normal. Und dennoch finde ich einfach super, was ihr heute schon geschafft habt. Und ich bin deshalb auch sehr optimistisch für die Zukunft, denn das kann nur noch viel, viel besser werden. Und jetzt von dir gerne noch mal ein paar Worte dazu. Wie siehst du denn die Zukunft im El Paraíso Verde? Hast du da noch Visionen, die du gerne mitteilen möchtest? Das wird wunderschön, weil man kann es ja, wie du richtig gesagt hast, jetzt schon erkennen und jetzt schon sehen, wo es hingeht. Also es ist der Teil des Barrio Cerrado, also der Gemeinschaft, die dann von den Siedlern verwaltet wird. Außenrum ist dann der Teil des Hotels und die Bibliothek. Dann haben wir hier schon einen Mini-Mercado. Wir haben einen Comedor, also quasi ein Restaurant, ein Café. Und das kann sich ja nur noch ausdehnen. Je mehr Leute kommen, die mitwirken möchten, und das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Was wir suchen, sind Leute, die sich die Ärmel aufkrempeln wollen und mitmachen, mitkreieren, mitgestalten, etwas aufbauen für sich. Und das Wunderbare hier ist, da gibt es nicht 1000 Regeln wie in Deutschland oder in sonst wo, was auch immer wo, gibt es immer für alles, wenn du was anfangen willst, 100.000 Regeln. Hier ist das alles viel einfacher. Und überhaupt in der Gemeinschaft, du hast hier Leute, die unterstützen, die helfen, die dir sagen können, schau, ich helfe dir, machen wir das gemeinsam, machen wir das so und so. Also es wird jetzt schon, also ich weiß, es wird jemand kommen, der biobrauen wird und also verschiedenste Sachen. Talente, Leute, nicht nur Talent, sondern auch da, wo das Herz drinnen ist, weißt du, dann wird es auch gut. Wenn jemand etwas gerne macht, dann wird er super darin, ohne Frage. Weil dann ist das seine Begeisterung und dann wird das gut. Und lauter solche Menschen wünschen wir uns hier. Und dann, ja, ich sehe das schon, ich sehe eine wundervolle Gemeinschaft. Ich kann das schon wahrnehmen. Es ist wirklich schön. Eine glückliche Gemeinschaft im Paradies. So ist es, genau. Ja, es war ja unsere Aufgabe, und schau, wir alle sind Schöpfer. Ja, die Menschen vergessen das nur. In Deutschland zwischen Radarstrafen und Gewerbebehörde vergessen sie, dass sie eigentlich Schöpfer sind. Und wenn man dann noch vollgefüllt wird mit den Medien, dann hört man auf zu schöpfen. Wir sind alle Schöpfer. Jeder von uns will eigentlich sein bestes Selbst entwickeln. Oder jeder will eigentlich sein bestes Selbst leben oder werden. So nehme ich zumindest an. Vielleicht sind da auch da draußen Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen. Wer sich nicht angesprochen fühlt, okay, dann bitte vergiss es. Aber im Prinzip, wir alle wollen eigentlich uns entwickeln zu unserem optimalen, besten Selbst. Und hier bieten wir einen Ort, wo das jeder auf seine Art und Weise tun darf. Das ist einmal ganz wichtig. Jeder soll sich selbst entwickeln. Evolution ist ja bekanntlich der Weg von der unbewussten Vollkommenheit, die Einheit mit Gott, über die bewusste Vollkommenheit über die bewusste Unvollkommenheit zur bewussten Vollkommenheit. Also von der unbewussten Vollkommenheit, der Einheit mit allem, über die bewusste Unvollkommenheit, dort sind wir heute, wir sind bewusst, aber wir sind unvollkommen, zur bewussten Vollkommenheit. Das wäre dann wieder zurück, Einheit mit Gott, aber der Unterschied, wir sind bewusst. Und das ist nicht von mir, das ist übrigens von Professor Tepperwein, also ich lerne gerne von Menschen, die gescheiter sind als ich. Ja, das ist nicht von mir. Und ich würde sagen, auf diesem Weg musst du jemandem ein Spielfeld geben. Du musst jemandem einen Raum geben, wo er diesen Evolutionsprozess überhaupt erst durchführen kann. Und unser Job war von Anfang an, und das sehen wir als unsere Kreation, diesen Raum zu schaffen, wo viele Menschen, bis zu 5.000 können hier, also sagen wir 5.000 bis 6.000 können hier leben und sich ernähren. Alles, was darüber geht, ist die Autarkie nicht mehr machbar, glaube ich, meine Meinung. Wir sind jetzt bei 240, also es können noch ein paar kommen, ja, ein paar sind schon noch möglich, ja, ein paar Jahre kann man schon noch wachsen. Also das heißt, 4.000 bis 6.000 Menschen können ihr Leben autark sein. Aber diesen Rahmen zu schaffen, das war nicht eine Pionierarbeit, das war eine Mission Impossible. Einen solchen Rahmen zu schaffen, der
umzäunt ist, der gesichert ist, wo du da drinnen keine Kriminalität hast, da drüben laufen die Kinder, 7, 8 Kinder, wo die Eltern siehst du nicht. Ne? Die spielen hier am Spielplatz. Das ist einzigartig oder seit 50 oder 60 Jahren nicht mehr der Fall, ja, in Europa. Ja, das war noch, als ich ein Kind war. Und diesen Rahmen zu schaffen, eine umzäunte, gesicherte Umgebung zu haben, die sich auch selbst ernähren kann, dort 100 Kilometer Straßen zu bauen, 14 oder was, keine Ahnung, 14 Kilometer Damm, ja, und diese Seen zu baggern, das alles zu schaffen und dann noch herzugehen und Titel zu kriegen. Das heißt, wo jeder, der ein Grundstück kauft, fast alle Grundstücke, die wir hier derzeit verkaufen, haben einen Titel. Nicht alle, neue Entwicklungen bekommen das erst in 2, 3 Jahren. Aber das dann zu schaffen, das ist die Arbeit, die jeder, der ein Projekt macht, jetzt erst einmal durchgehen muss. Und da triffst du auf alles. Bei uns war es halt die Flut, woanders ist vielleicht ein Hurricane, woanders ist ein Schneesturm. Bei uns war es die Flut, bei uns waren es die Feuersbrünste, die ja fürchterlich waren. 4-mal es ist das Feuer hier drüber gezogen. Zum Glück haben wir die Häuser gerettet und also es ist niemandem was passiert. Und die schlimmste Hürde, die jedes Projekt durchläuft, ist die Korruption. Also ich könnte jetzt über 2 Stunden reden über andere Projekte, von Bolivien bis Südafrika. Alle Projekte laufen durch die Phase, dass dann irgendwann eine, ich muss sagen jetzt vorsichtigerweise juristisch, mutmaßlich kriminelle Organisation da hineinkommt, das Vertrauen gewinnt und den ganzen Laden halt ausräumt. Oder übernehmen will. Oder übernehmen will. Also beides war hier gewünscht. Wie gesagt, ja. die 4 verschiedenen. Und das sind die Herausforderungen im Zuge dieser Mission Impossible Arbeit, ja, nämlich das Ding zu etablieren, die grundlegende Infrastruktur zu machen, Wasser, Strom, Titel, das alles zu machen. Im Zuge dessen zerbrechen die Projekte. Ja, und man darf ja eines nicht vergessen, die absolute Pionierarbeit, die haben wir ja schon gemacht. Wir haben 7 Monate im Container, im Hotel gewohnt in Casaba, und Casaba hat damals nichts hergegeben, nicht einmal ein gescheites Restaurant gegeben. Und 17 Monate im Container gewohnt und gearbeitet im Container. Ihr wohnt ja jetzt noch in dem ursprünglichen Haus. Ihr habt ja selbst noch kein eigenes Haus gebaut. Insofern seid nur damit beschäftigt, von morgens bis abends Projekte durchzuführen und Verträge zu schreiben und Menschen zu unterstützen. Und das Büro ist in dem Haus. Ja. Wir haben kein Privatleben. Ja. Im Bürohaus wohnen wir, ja. Also diesen Rahmen zu schaffen, an dem zerbrechen alle Projekte. Also wenn ein Projekt hier durchhält, ich ziehe alle Hüte. Und wenn es war ja auch die Absicht, dieses Projekt zu schaffen, es erfolgreich zu machen, weil dann die Menschen ohne die Fehler, die wir zweifelsohne gemacht haben, vielleicht das Projekt kopieren, also kopieren gewünscht. Aber ich warne jeden, wer so ein Projekt macht, das ist eine unmögliche Arbeit. Also wir zwei würden es definitiv nicht mehr machen. Die Mission Impossible ist vorbei und jetzt suchen wir die Pioniere. Weil die Pioniere waren für diese Mission Impossible nicht wirklich ausreichend. Pionier zu sein war in den letzten 7, 8 Jahren nicht ausreichend. Du musstest wirklich Übermenschliches tun. Und wir zwei sind keine Übermenschen. Aber alleine da würde ich schon mal einen Hut ziehen vor allen Beteiligten, die hier mitgeholfen haben, die hier geholfen haben, alles aufzubauen, die Dämme gebaut haben, die Feuer gelöscht haben, die Kinder mit auf die Welt gebracht haben, die Menschen begleitet haben. Das ist ja schon riesiges passiert hier. Also auch da nochmal ein ganz großes Danke an die Menschen, die in der Vergangenheit hier Großes geleistet haben. Was wir jetzt suchen, sind die Menschen einfach, die zum Beispiel kreative Ideen mitbringen, die einfach Freigeister sind, und aber auch die Menschen, die sagen, nein, ich habe keine Lust mehr in Europa. Es steht mir hier, genau wie es mir damals auch ging. Wir haben hier ein biologisches Ambiente, wir haben hier keine Chemikalien, hier wird alles biologisch angebaut. Wir haben keine Chemtrails, wir haben keine frequentive Vergiftungen, wir haben nachts kein WLAN, wir haben keine Bestrahlung hier. Das heißt, wir haben hier auch eine Grundlage, eine gesunde Grundlage, um leben zu können mit Familien. Wir haben viele Kinder hier, wir haben Selbstständige hier, wir haben viele hier, die eben auch online arbeiten und damit ihr Geld verdienen. Es gibt Handwerker aller Couleur, es werden aber auch noch viele, viele Berufe gesucht. Fragt bitte einfach, wenn ihr die Idee habt, euch das vorzustellen oder uns zu besuchen. Was habt ihr für Möglichkeiten? Was könnt ihr mitbringen? Wie sieht eure familiäre Situation aus? Was habt ihr für Ideen für eure persönliche Zukunft? Wie wollt ihr leben? Stellt ihr euch euer Leben vor? Wie könnt ihr das eventuell hier realisieren? Das wären interessante Fragen für uns. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu den Fragen, wen wollen wir denn nicht? Ja,
du hast es schon angeschnitten, aber Silvia, wen wollen wir denn nicht? Wir wollen nicht die Leute, die nicht in einer Gemeinschaft wohnen wollen. Wir wollen nicht die Leute, die sich nicht betätigen wollen in der Gemeinschaft und die Gemeinschaft unterstützen. Also lass mich lieber sagen, wen wollen wir? Wen wollen wir, ist besser. Das ist viel besser. Wir wollen Menschen, die aktiv in der Gemeinschaft mitwirken, die sich einbringen, die die Gemeinschaft unterstützen, die unsere Lebensprinzipien leben und aktive Mitglieder in der Gemeinschaft sind und die Gemeinschaft voranbringen und damit auch sich selbst, weil jeder entwickelt sich weiter, wenn er in einer Gemeinschaft wie dieser lebt. Das ist eine Entwicklung, das ist für jeden mitunter auch eine Herausforderung, ganz ehrlich. Sicher, Menschen reifen ja auch aneinander. Ja, so ist es. Es ist immer ein Wachstumsprozess und mit anderen Menschen gemeinsam ist es umso schöner. Möchtest du noch was ergänzen dazu? Wir haben zwei Arten von Siedlern, die hier sind. Die einen Siedler, die sind aktiv hier tätig. Wir haben jetzt gerade wieder einen Elektriker bekommen mit Familie, mit 3 kleinen Kindern. Der ist auch ein leuchtendes Beispiel, weil der hat sich innerhalb von einer Woche, schon während der Infowoche, hat er sich schon mit dem Baumeister hier zusammengetan und der arbeitet von einer Baustelle zur anderen. Der ist ausgelastet, kann die Familie ernähren und alles andere muss er dann wieder sehen. Wir haben auch andere Handwerker, die kommen. Wir bräuchten sicher noch Leute, die sich um unsere Schwermaschinen kümmern. Wir bräuchten Leute, die sich um die Landwirtschaft kümmern, weil Permakultur unterrichten, Permakultur zu reden und Permakultur zu machen, dass es in diesem Land funktioniert. Das sind 3 verschiedene Paar Schuhe. Also Leute, die sich einbringen. Wir haben einen Bäcker, der super hier arbeitet, ganz toll. Der hat auch ein Fitnessstudio, da gibt es die Videos. Aber wir bräuchten noch viele Leute in den Handwerk, in allen handwerklichen Berufen, in der Gastronomie, oder eigentlich ziemlich jeder Beruf, Lehrer, alles wird gebraucht. Wir sind immer noch dabei, eine internationale Schule hier auf die Beine zu stellen. Also wer Englisch als Muttersprache hat oder sehr gut Englisch spricht, das ist gewünscht. Also in allen Bereichen. Aber wir haben auch Menschen, die kommen hierher, weil gesicherte Umgebung, gesicherter Lebensraum, praktisch keine Steuern, nahezu keine Steuern, relativ niedrige Lebenshaltungskosten und wir haben 2 Glasfaserkabel und eine drahtlose Verbindung haben wir ins Internet. Das heißt, für alle, die übers Internet arbeiten, sei es jetzt Bitcoin traden, also nicht minern, dazu haben wir den Strom nicht, aber Bitcoin traden oder Seminare machen. Wir haben, ich glaube, 7 oder 8 Leute, die leben von Seminaren und Beratung, die sie übers Internet machen. Die haben natürlich ein herrliches Internet, besser wahrscheinlich als in Asunción. Und das ist die zweite Art von Leute. Leute, die hier einen Wohnraum haben, einen sicheren, tollen Wohnraum haben, um hier zu leben, niedrige Steuern, das alles nützen und gleichzeitig einen Beruf haben, den sie über das Internet machen können. Das sind eigentlich 2 Arten. Da gibt es natürlich auch Rentner, da gibt es Leute, die einfach schon genug Vermögen haben. Und was aber 2 Caveats, 2 Dinge, auf die man aufpassen muss. Das eine ist, war auch ein Fehler von uns, wir haben viel zu wenig darauf gepocht, dass die Menschen sich einbringen. Und wer sich nicht einbringt, bleibt nicht. Wer sich hier nicht einbringt, sondern nur hier sozusagen sein Ding tut, sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist relativ gering. Die Leute, die sich einbringen, und sei es nur ein bisschen und sei es nur in einem gewissen Bereich, die bleiben. Und deswegen hätten wir von Anfang an darauf bestehen sollen, dass sich die Leute einbringen. Wir waren damals Freiheit durch Auswandern und solche Dinge. Wir haben ja viele Fehler gemacht. Also wenn die Leute aus unseren Fehlern lernen, müsste es möglich sein, woanders ein El Paraíso Verde zu machen. Und das zweite Caveat, das ich habe, ist, dass El Paraíso Verde ist der Ort der Wahrheit. Wenn du ein Schaumschläger bist, bleib in Deutschland. Sorry, ich muss das direkt sagen. Ja? Leute, die nur reden, aber nicht tun, das fällt hier sofort auf. Das kannst du in einer Großstadt machen, du kannst dein Leben lang nur reden und die Leute fallen dir rein auf deinen, wie wir Wiener sagen, Schmäh. Ja? Aber wenn du hierher kommst und du tust nicht das, was du sagst, dass du tust und du kannst das nicht, das ist der Ort der Wahrheit. Das fliegt dir hier um die Ohren. Was aber insofern kein Problem ist, weil wenn jemand sagt, du weißt du was, ich kann es ja doch nicht, wie können wir es gemeinsam zum Funktionieren bringen? Mit uns kann man immer reden. Zu versagen oder einen Fehler zu machen oder herauszufinden, dass etwas nicht geht, ist kein Grund, um hier wegzugehen. Grund ist nur die Leute, die über ihr Ego nicht drüber steigen können, zu sagen, weißt du was, das funktioniert nicht. Ich habe zwar gedacht, dass das geht, aber
tut mir leid, wir müssen was anderes tun. Die mit ihrem Ego nicht über das drüber kommen, das sind die Leute, die gehen. Und dann hast du auch die Leute, die uns am meisten hassen und am meisten hier über uns blödes Zeug reden. Weil es hat ja nichts mit der Wahrheit zu tun. Jeder, der hier über irgendwas sagt, muss man eigentlich sagen, komm doch hierher, schau das selbst an. Komischerweise 100% der Leute, die hierher gekommen sind, seit wir übernommen haben, seit wir am 13. Oktober 23 die Geschäfte, am 17. Oktober 23 die Geschäfte übernommen haben, alle, die hierher gekommen sind, 100% waren begeistert und haben gesagt, was reden die Leute da draußen für blödes Zeug? Das ist ja ganz anders. Genau. Ja? Und daher muss man jedem sagen, ich will auf das gar nicht eingehen, was über uns gesagt wird, sondern man muss einfach sagen, wenn du in irgendeiner Art und Weise ein Interesse hast, in Frieden, in Freiheit, deinen eigenen Lebensplan zu verwirklichen, dann komm her, schau es dir an. Das muss die Woche wert sein. Ja? Das ist eigentlich unsere Botschaft. Also ein bisschen Kaviar, ja, wen suchen wir? Und ich glaube, da kann sich jeder hier einordnen. So ist jeder herzlich willkommen, der gerne einen neuen Lebensabschnitt für sein Leben kreieren möchte. Jeder, der auch mal andere Perspektiven einnehmen möchte, mal schaut, wie ist es denn in Südamerika, kann ich es mir überhaupt vorstellen? Wie ist denn das Klima? Wie ist das mit den Ameisen, mit den Mücken, mit den Bremsen, die wir natürlich hier auch gelegentlich haben? So die gibt es überall. Ja, die gibt es überall. Das hatte ich in Worpswede noch mehr, das war keine Frage. Kommt einfach gern, meldet euch an und stellt euch vor, sodass wir auch wissen, wer seid ihr, was habt ihr für Wünsche, für Zukunftspläne. Und dann können wir schauen, ob das mit uns passt, ob ihr und wann ihr kommen könnt. Und wir werden alles möglich machen, damit ihr hier eine schöne Zeit habt, euch hier alles ansehen könnt, so viele wie möglich Begegnungen habt mit diesen tollen Menschen, die hier leben und für euch dann selbst herausfinden könnt, wie eure Zukunft weitergehen kann. Ja? Und das ist auch unsere Vision für die Welt, weil die Vision für die Welt, schau, wir sind hier angetreten, wenn man das so will, wir sind ja gegen viele Dinge. Ja? Man hat uns als Schwurbler bezeichnet und als Conspiracy-Theoristen oder wie immer die heißen. Wir waren von Anfang an gegen die Impfung, wir waren von Anfang an gegen das mRNA-Zeugs. Dann weißt du auch, warum wir angegriffen werden. Das wird auch teilweise bezahlt. Also man will das nicht, dass eine Gemeinschaft entsteht, die sagt, weißt du was, wir wollen eine Gemeinschaft der Ungeimpften sein, weil da draußen gibt es die Gemeinschaft der Geimpften. Ja? Ich darf ja hier eine Gemeinschaft der Ungeimpften machen. Wenn die eine Gemeinschaft der Geimpften machen, wo du sogar Impfpflicht hast, wo du geimpft sein musst, damit du teilnehmen kannst, kann ich auch eine Gemeinschaft machen, wo ich sage, du bist eben nicht geimpft, wenn du hier teilnimmst. Ja? Und wir haben hier praktisch nur Ungeimpfte. Ja? Und ja, es gibt ein Programm, wenn jemand geimpft ist, das können wir aussäubern, wir können die reparieren, aber trotzdem 99% der Leute, die hier sind ungeimpft. Das ist auch wichtig, weil wir glauben, dass unsere Kinder auch ein Recht haben, sich so zu entwickeln und wir auch Kinder in die Welt setzen, die nicht DNA geschädigt sind. Also, und da kannst du dir schon vorstellen, dass es Menschen gibt oder auch Institutionen oder andere Leute gibt, die also gegen uns hetzen mit allem, was sie können. Klar. Ja, und genauso sind wir gegen LGBTQ oder wie immer der Käse heißt, ich habe keine Ahnung. Also für uns war schon lange bevor der Trump das gesagt hat, ich habe immer hier gesagt, es gibt für mich nur Männer und Frauen, je öfter ich hinschaue, ich sehe nur Männer und Frauen, es ist komisch, ne? Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich was versäumt, aber das sind so Dinge, wo wir von Anfang an einen klaren Standort bezogen haben und auch gesagt haben, es muss in einem Projekt, müssen die Gründer das so lange durchhalten, bis das Ding steht. Dann können Sie es übergeben. Wenn Sie in diesem Gründungsprozess, der jetzt 8 Jahre dauert, der jetzt eigentlich erst an dem Punkt ist, wo man es überhaupt erst übergeben kann, wenn du da vorher eine Demokratie einführst, vergiss es. Das wird alles zerredet, alles zerdiskutiert und 5% der Psychopathen zerstören das Leben für die 95%. In der ganzen Welt seit 500.000 Jahren ist es so, dass 5% der Psychopathen das Leben der 95% zerstört haben. Das passiert in jeder Gemeinschaft. Du musst das Ding durchführen, bis du eine stabile Ordnung hast, die wir jetzt haben. Wir haben ein Kondominiumsreglamento, das ist kein Vertrag mehr, das ist ein Reglamento. Und dieses Kondominiumsreglamento sieht gewählte Organe vor, aber Kontrollmechanismen. Wir haben gelernt, aus der Korruptionskrise, durch die wir durchgegangen sind, kontrollieren, weil es wird immer Korruption geben. Wenn es einmal keine Korruption gibt, dann sind wir schon im Paradies. Ne? Und das heißt, wir haben jetzt erst die Möglichkeit und die Vision für die Welt ist, dass das
Pariso Verde ein Modell ist für andere Gemeinschaften von ein paar hundert Leuten, ein paar tausend Leuten, wo die sagen, okay, wir nehmen alles, was gut war im El Pariso Verde, aber wir haben Berge, ja, weil hier ist alles flach, aber wir sind am Meer. Dann macht doch bitte ein El Pariso Verde. Wie wichtig dieses Projekt für die Menschheit ist, ja, das hat man ja schon gesehen. Nur nicht einmal 2 Wochen, nachdem das erste Interview mit dem Robert Stein veröffentlicht wurde, das war so ungefähr Mitte Januar 2017, ging die erste riesige Internetkampagne mit einer Schmierenzeitung, die später vom Gericht eigentlich als eine Erpresserzeitung, also eine Erpresserwebseite genannt wurde, ging ein riesen Report los. Da hat jemand mindestens 250.000 € auf den Tisch des Hauses gelegt, um dieses Ding gleich von Anfang an kaputt zu machen. Das kennen wir aus vielen anderen Bereichen auch. Also mittlerweile weiß auch schon das Karlsruher Gericht oder wie immer, also das wird schon festgestellt, das ist eine Erpresserwebseite. Aber man kann dort nur so eine Internetkampagne gegen etwas initiieren, wenn man 6-stellig, aber nicht mit einer 1 vorne auf den Tisch legt. Und das war 2 Wochen nachdem das erste Interview, da war noch gar kein Projekt. Das war sehr heftig. Da hatte ich gerade mal meine persönlichen Kunden, die mich seit 30 Jahren kennen. Genau, aber wir wollten ja noch sprechen über die Dinge wie Sicherheit in den nächsten Jahren. Schau, wir sind angetreten ursprünglich, da war der Grund, warum die Leute ausgewandert sind, die Bürokratie Nummer 1 in Deutschland, das ist immer noch, also alles, wenn man die alten Interviews hört, kriegt man Gänsehaut, weil alles, was ich gesagt habe, ist leider eingetroffen und ich bin kein Hellseher, ich bin nur ein Mensch mit einem klaren Verstand. Und damals sind die Leute ausgewandert wegen Bürokratie. Das zweite war die Migration, die illegalen Migranten. Ich glaube, das ist heute noch mehr ein Grund zum Auswandern. Dann waren die Steuern, ja, dann war das Bildungssystem, also der Zwang in der Schule und jetzt auch der Impfzwang und andere Dinge. Höre ich auch genau. oft, Also es waren das die Hauptgründe, warum die Leute ausgewandert sind. Das ist eigentlich aktueller denn je. Man könnte die Robert Stein-Interviews ohne Datum noch einmal spielen und es würde alles stimmen. Ja. Und das Wichtigste ist aber heute, und das ist neu, die Sicherheit. Kann ich irgendwo noch leben? Weil wir haben hier, und das ist, glaube ich, schon wichtig, wir haben in Paraguay eine Situation, wo die Art von Kriminalität, unter der Europa derzeit leidet, ein Phänomen, das abscheulich ist, das haben wir hier überhaupt nicht. Das gibt es nicht. Hier gibt es keine Terroristen. Eines der wichtigsten Dinge sind die Lebensprinzipien und die Sicherheit. Die Sicherheit bleibt, das wird immer geschützt werden durch eine Wachmannschaft. Wir haben eine professionelle Wachmannschaft mit 2 Armeeobersten. Es wird immer ein gesichertes Feld, weil du schaust hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kinder, 7 Kinder kann ich hier sehen und ich sehe die Eltern nur teilweise und teilweise fehlen mir die Eltern hier. Das ist unglaublich. Und diese Sicherheit, die wird das wichtigste Argument sein, für die Menschen zu kommen. Ja, Kriminalität in Paraguay gibt es, ja, du hast das selbst gelesen, dass du noch nicht davon, aber das gibt es überall, Kriminalität gibt es überall. Aber vielleicht reden wir über die Unterschiede der Kriminalität, das ist interessant. Wir hatten uns letztens ja schon mal so ein bisschen kurz darüber unterhalten, welche Formen, was bedeutet denn eigentlich Kriminalität? Wir kennen ja in Deutschland die bestimmten Arten von Kriminalität, ne, die so gängig sind. Jedes Land hat so seine eigenen Varianten von Kriminalität. Also ich höre zum Beispiel in Thailand öfter so diese Geschichten von, der deutsche Ehemann heiratet eine Thailänderin, sie kauft mit seinem Geld Haus und Grund und irgendwann ist er verschwunden. Das ist auch eine Form von Kriminalität, ja. In Venedig zum Beispiel hast du so diese typische Taschendiebstahl-Kriminalität. Jeder, der nach Venedig weiß, der weiß, er muss sein Portemonnaie quasi antackern, ja, wenn er nicht ausgeraubt werden will. Hier, wenn ich zum Beispiel in einen Ort fahre, nach Caçapá, ich sehe überall lächelnde Menschen. Die sind sehr freundlich, die Paraguayos, sehr hilfsbedürftig, also sehr hilfsbereit, nicht bedürftig, hilfsbereit, ja. Und auch hier, die ganzen Paraguayos sind alles Menschen mit einem großen Herz, die ich hier sehe. Hier gibt es eine andere Form von Kriminalität, die eher aus der Armut heraus entsteht. Was ich so lese ist, wenn du zum Beispiel ein Haus kaufst auf dem Plattenland draußen irgendwo, dass du dann eben fast schon einen NATO-Draht oder NATO-Zaun brauchst. Du brauchst 3 Hunde, weil irgendwann kommt eben mal so eine Gang mit 5 Leuten, die dich dann freundlich mit einem Revolver bittet, dann Geld auszuhändigen. Ich meine, in Brasilien hören wir Geschichten, dass die Hauseigentümer erstmal erschossen werden, bevor ausgeräumt wird. Hier ist das alles ein bisschen hier hat man noch einen gewissen Stil. Ja, hier. Aber du, ehrlich gesagt, ich möchte nirgendwo leben, wo ich Besuch bekomme, der mich ausraubt. Und das haben wir eben hier nicht. Und das ist deswegen El Pariso Verde. Prinzipiell haben wir in Paraguay
vor Covid war relativ wenig Kriminalität in der südlichen Hälfte Paraguays. Asunción ist heute noch sicher als Wien, wahrscheinlich auch sicher als die meisten deutschen Städte. Villarrica ist wesentlich sicherer als Asunción. Villarrica ist 70 Kilometer entfernt. Asunción ist, Caçapá ist wesentlich sicherer als Villarrica. Und im El Paraiso Verde hast du Sicherheit. Also das heißt, und die Kriminalität ist in erster Linie eine Diebstahls- und Raubkriminalität, also eine Vermögensdeliktskriminalität. Aus der Armut heraus. Und man muss ja das heute schon positiv sehen. Es ist ja entsetzlich, was da passiert in Deutschland, Aschaffenburg und so. Es ist ja entsetzlich. Man muss es positiv direkt sehen. Hier gibt es höchstens Leute, die Vermögensdelikte begehen. Und auf dem höheren Kriminalitätslevel, wo in Deutschland Milliarden verzockt werden, verschoben etc., hier gibt es etwas, was man auch weltweit hat, von Südafrika bis Asien, der Desasterkapitalismus. Jemand erschleicht ein Vertrauen, schleicht sich in dein Unternehmen ein, produziert bewusst ein absolutes Desaster, ruiniert das Unternehmen, um es dann zu übernehmen. Das hatten wir auch. Das ist gescheitert, weil die Leute haben nicht gewusst, mit wem sie es zu tun haben. Das ist an uns gescheitert. Aber Desasterkapitalismus, ich könnte jetzt ein Dutzend Fälle, die man mir berichtet, von Menschen, die zu uns gekommen sind, denen das in Bolivien, in Mexiko, in Afrika, überall passiert ist. Desasterkapitalismus, das sollte man wissen. Und wer heute ein Projekt irgendwo beginnt, bitte merkt euch, du brauchst nicht Spanisch lernen, um beschissen zu werden. Sorry, dass ich das so sage, es genügt Deutsch. Die Deutschen werden von den Deutschen beschissen, die Holländer von den Holländern, die Spanier von den Spaniern. Es ist völlig egal, die Argentinier von den Argentiniern. Dein Landsmann, der dir begegnet, ist leider, das muss man auch sagen, ein Grund zur Vorsicht. Es sind nicht alle böse Menschen, absolut nicht. Auch die Paraguayer sind mehr als 90% gute Menschen. Aber Vorsicht ist, du kommst in ein fremdes Land. Und das Zweite, was wir nie wieder tun würden, ich würde so ein Projekt da nicht mehr machen, aber was ich nie wieder tun würde, wenn du die Sprache nicht verstehst. Wir waren wie 3-jährige Kinder. Das Einzige, was ich verstanden habe in Spanisch, war una cerveza, por favor. Also ein Bier bitte. Mehr habe ich eigentlich nicht gewusst. Und mit dem Wissen haben wir dieses Projekt gestartet. Und natürlich hast du dann jemanden, dem du vertrauen musst. Naja, es war jemand da, wo wir glaubten, wir konnten vertrauen. Wir sind ja nicht gegangen, haben gesagt, so, jetzt suchen wir uns irgendjemanden, den wir vertrauen können. Aber wenn dir jemand sagt, ich bin dein Bruder, ich sterbe für dich, ich sterbe für das Projekt. Und das war immer schon so etwas, was ich machen wollte und machen wir das gemeinsam. Es war sehr viel vertrauensbildende Maßnahmen waren da und wir hatten genügend Zeugen und Leute befragt, die den Mann gekannt hatten und die haben alle gesagt, ja super, dem kann man absolut vertrauen. Und später sind wir drauf gekommen. War halt leider so nicht. Viele haben es gewusst und zugeschaut. Zu der Zeit damals noch nicht. Aber zu der Zeit in den damals letzten nicht, 3 Jahren, wir gegründet haben, nicht. Genau. Aber später ja. Und das ist etwas, wenn jemand ein Projekt macht und du kannst die Sprache nicht. Sicherheit fängt schon an, dass du die Sprache beherrschst, nicht nur können, beherrschst, bevor du in ein Land gehst. Und da haben wir es wieder gut, weil das ist eine internationale Community. Derzeit wird bei den Infowochen halb Englisch, halb Deutsch gesprochen. Also es ist ein ganz anderes Ankommen im fremden Land. Du brauchst dich um die Sicherheit nicht kümmern, du brauchst dich um deinen Titel, um das Rechtliche nicht kümmern. Dein Grundstück gehört dir. Der Baumeister wird direkt bezahlt, nicht über uns. Das heißt, dein Haus wird gebaut, wenn du es zahlst, wird dein Haus gebaut. Das ist ganz ein anderes Gefühl. Dein Kind hat hier auch eine Schule, du kannst in die Schule gehen oder in eine Schule draußen als Kind hier. Und es ist ganz ein anderes Gefühl, ganz ein anderes Ankommen. Wenn man schon in die Fremde geht, ist es besser, hier mal zu bleiben und wirklich hier Wurzeln zu schlagen und dann von hier aus. Wir glauben, bleiben ist besser, aber es ist leichter, hier in ein fremdes Land zu gehen und wir würden es auch anders gar nicht mehr machen. Ich würde auch nur in ein Land gehen, wo genügend Menschen sind, die meine Sprache verstehen und auch die schon Erfahrung in diesem Land haben und die mir wohlgesonnen sind. Ja. So fühle ich mich hier auch. Mir geht es ein bisschen wie damals in der DDR. In meiner damaligen Heimat. Ich bin ja noch Flüchtling gewesen, bevor die Mauer gefallen ist. Also das ist so ein Gefühl von dieses einfache Leben, dieses unbeschwerte Leben. Man musste sich nicht wirklich so diese großen Gedanken machen, diese Sorgen machen, die aber heute in der westlichen Welt haben. Es hat was von der damaligen alten Zeit.
Ja. Ja? Menschen sitzen zusammen, freuen sich, unterstützen sich, helfen sich bei Projekten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören soll. Ja. Ich bin Also für einfach mich- begeistert von dem Zustand, den wir jetzt schon haben und freue mich auf das Mega, was dann in Zukunft noch Ja, kommt. genau. Ich habe ja schon ganz viel gehört von dem, was da noch geplant ist. Aber so wie ich Erwin kenne, was er auch immer sagt, er möchte die Dinge ja erst präsentieren, wenn sie fertig sind. Finde ich auch höchst respektabel. Also freut euch auf die Zukunft. Hier ist noch ganz viel im Werden und ist noch ganz viel in der Vorbereitung. Ja, ein bisschen was können wir ja schon sagen. Ein bisschen was hat ja schon begonnen. Aber Silvia, was könntest du uns da sagen? Ich sage mal, was wir als Mega interpretieren, ist Make Paraiso Verde Great Again. Make Paraiso Verde mega. Make El Paraiso Verde great again ist mega. Das ist mega. Und wie sich das dann genau zeigen wird, darüber wollen wir noch nicht allzu viel verraten. Damit wir noch viele Interviews machen können. Genau. Na, was wir schon sagen können, es werden jetzt die Straßen vom Eingang im Piratava hier hinunter in das Siedlungsgebiet Paraiso Verde, Bezirk Paraiso Verde Nord, werden gemacht. Warum? Dort sind die meisten Häuser. Und das Also wieder Ziel- hergerichtet, sie waren ja schon gemacht. Gemacht heißt so hergerichtet, dass man bei jedem Wetter auf einer Straße ohne Schlaglöcher, auch ohne Allrad fahren kann. Ja, das sind Schotterstraßen, die sind speziell behandelt, sind gefräst mit einer Maschine aus Österreich. Das ist also sehr, sehr professionell gemacht. Und diese Straßen machen wir jetzt dort, wo die meisten Häuser sind. Und dort sind dann die Siedler eingeladen, ja, oder ihr könnt auch noch kommen, um dort Büsche zu pflanzen, blühende Bäume, blühende Büsche, damit diese Straßen wirklich wunderschön ausschauen, damit die Menschen einmal sehen, wie schaut eine fertige Siedlung aus. Weil dort ist auf den meisten Grundstücken schon ein Haus. Der Bau ist dazu 85% schon fertig. Also das haben wir schon begonnen, darüber kann ich schon reden. Wir haben auch begonnen, die Dinge, die hier herumgestanden sind, alte Autos, alte Lastautos, und jetzt auch den Bauplatz, der ja kein optisches Ding ist, räumen wir weg. Das wird alles schön gestaltet und dann gehen wir das nächste Projekt an. Und jetzt muss ich schon schweigen, weil das wird jetzt der Cliffhanger, da warten wir auf die Folge 2, wenn wir dann wirklich hier weiter loslegen. Aber es wird so großartig und das kann ich schon sagen, es wird alles so gemacht, wie wir es geplant haben. Das wird. Ich wünsche euch und uns alles Gute bei dem weiteren Fortschritten in diesem Projekt. Ich bin jetzt schon begeistert. Bewerbt euch gerne. Ihr werdet professionell von Betreuern auch abgeholt bzw. unterstützt bei allen euren Fragen. Es gibt ja auch sehr viele Papiere und was auch immer, was da erforderlich ist. Da haben wir sehr gute professionelle Berater im Team, die euch helfen können, den Weg hierher zu finden bzw. diese erste Infowoche zu buchen und hier bei uns zu Gast zu sein. Ich und wir freuen uns auf euch und sagen für heute erstmal alles Gute, bis bald. Kommt Alles einfach Gute. vorbei. Kommt vorbei und schaut für euch selbst. Macht auch euer eigenes Bild. Genau. Das ist viel besser. Ihr entscheidet selbst aufgrund eurer eigenen Informationen. Tschüss, Okay, bis alles bald. Liebe. Bis dann. Ciao.